Hallo, ich bin der Martin und ich freue mich, euch heute die GPS 350 aus dem Hause Royal Alloy vorstellen zu dürfen. Vor mir steht das schöne Sondermodell, welches nur 26 Mal in diesem Farbton gebaut wurde. Die GPS 350 nimmt Anleihen an die Lambretta der Serie 1 der 50er Jahre und heute schauen wir mal, was das Ding so kann und wie es sich in der Praxis schlägt. Retro-Trend ist ja nichts Neues. Fiat hat es vorgemacht, VW hat es vorgemacht, BMW hat es vorgemacht. Preislich liegt die Royal Alloy mit einem Listenpreis von 6.600 € deutlich unter dem der Vespa GTS. Leistungstechnisch liegen beide Motoren gleich auf, zumindest auf dem Papier. Hier arbeitet noch der altbekannte Quasar-Motor aus der Vespa GTS 300. Er wurde aufgebaut auf 309 Kubik. In der Vespa GTS 310 haben wir den neuen HPE 310 Motor. Und jetzt Butter bei die Fische. Jetzt schmeißen wir das Ding mal auf den Prüfstand und schauen, was wirklich hinten rauskommt. Wir sind jetzt auf dem Prüfstand. Wir haben jetzt mal die GP 350 auf den Prüfstand gestellt. Dieses Modell hat schon ca. 3000 Kilometer, also ist eigentlich eingefahren. Und wir werden einen Vergleich fahren zwischen der neuen, die knapp 300 Kilometer hat, und der eingefahrenen. Wir hatten jetzt beide Fahrzeuge auf dem Fahrzeugprüfstand und ich habe euch mal die Prüfkurve aufgemacht und wie ihr seht, entfaltet sich die Kraft relativ linear bis ungefähr 90 Stundenkilometer und fällt dann bis zur Endgeschwindigkeit wieder ab. Also sie hält die Endgeschwindigkeit schon, aber braucht halt länger, bis sie auf die Endgeschwindigkeit kommt. Was auffällt, ab 125 geht es in die Begrenzer. Ich mache euch jetzt mal zum Vergleich noch die rot-weiße, also die nicht eingefahrene GPS auf. Und ihr seht, hier ist es so, dass die Kraftentfaltung noch nicht da ist. Also der Motor ist noch nicht eingefahren. Fällt auch wieder ab 100 ungefähr, bis zur Höchstgeschwindigkeit von ca. 135, wo diese dann in den Begrenzer geht. Was sich mir nicht erklärt ist, warum geht bei der uneingefahrenen GPS der Begrenzer bei 135 los und bei der eingefahrenen GP bei 125. Dieses Delta zwischen eingefahrener und uneingefahrener Maschine erschließt sich mir nicht. Wisst ihr warum? Schreibt es in die Kommentare. Wir hatten mal eine 310 auf dem Prüfstand, ebenfalls uneingefahren, und ihr seht es an der roten Kurve. Auch eine lineare Beschleunigung, die sehr gerade ist und permanent durchgeht. Bis zum Höchstgeschwindigkeit kurz über 120 geht sie dann in den Begrenzer und fällt dann ab. Höchstgeschwindigkeit war wie gesagt 120 bei einer Leistung von 21,4 PS am Hinterrad. Jetzt lasst uns mal einen genaueren Blick auf die Features der Royal Alloy GPS 350 werfen. Eines der Key Facts, was die Royal Alloy besonders macht, ist der digitale Tacho. Er zeigt nicht nur die Geschwindigkeit, die Bordspannung, die gefahrenen Kilometer an, sondern man kann das Handy spiegeln und die Navigation 1:1 auf dem Tacho darstellen lassen. Die GPS 350 hat eine Dashcam, die man mittels App und dem Handy steuern kann, und eine komplette LED-Beleuchtung. Die Royal Alloy hat hinten 2 Stoßdämpfer und vorne eine Doppelgabel, wo sich die Stoßdämpfer, auch die Vorspannung, einstellen lässt. Die GPS 350 hat einen Tankinhalt von 9 Litern, was einen halben Liter mehr im Vergleich zur Vespa GTS 310 darstellt. Ein halber Liter kann manchmal viel ausmachen. So, kommen wir zu einem Fazit. Wie ihr seht, die Sitzposition zwischen GTS, also Vespa, und der Royal Alloy unterscheiden sich sehr stark. Bedingt durch das höhere Bodenblech sitzt du auf der Royal Alloy ganz anders wie auf einer Vespa.
Auch kommt es darauf an, dass hier der Lenkeranschlag, wenn du groß bist, hier am Knie eventuell stören könnte. Allerdings, wenn du fährst, wann schlägst du voll ein? Also hier rät sich das Fahrzeug einfach mal Probe zu fahren. Die Royal Alloy ist für mich ein Top-Fahrzeug. Sei es jetzt die GP oder die GPS mit Navigationssystem, sie muss sich hinter einer GTS 310 nicht verstecken. Die Motorleistungen habt ihr ja gesehen anhand der Leistungskurven, egal ob Quasar-Motor oder HPI-Motor der Vespa, sind eigentlich identisch. Verarbeitungsqualität, egal ob Vespa oder Royal Alloy, sind ungefähr auf demselben Level. Ich rate euch, geht zum nächsten Händler, fahrt die Probe und seid offen auch mal für eine andere Marke. Wenn euch das Video gefallen hat, dann schreibt es in die Kommentare, lasst ein Like da und drückt die Glocke. Servus!